Hallo, hier ist Muho aus Osaka. Zurück zu den Fragen in meinem Katalog. Die nächste Frage bezieht sich zwar auf ein anderes Video, aber sie hat auch, glaube ich, etwas zu tun mit der letzten Frage von gestern. Ne? Gestern sagte jemand, es geht doch beim Meditieren darum, sich von den Gedanken zu befreien, und ich versuche das auch, aber es wird nur noch schlimmer. Und nach 10, 15 Minuten fange ich an zu weinen. Haben andere Leute auch das Problem. Ne? Und der eine sagte, dann wein einfach. Eine andere sagte, mir geht's auch so, aber das wird besser. Ne? Und ich sagte, das stimmt vermutlich, ne? Aber du solltest auch diesen Gedanken aufgeben, dass du dich beim Meditieren von den Gedanken befreien musst. Das ist ja auch nur ein Gedanke. Versuch eher die Gedanken anzunehmen. Ne? Und die nächste Frage hat, glaube ich, damit etwas zu tun. Die nächste Frage geht wie folgt. Kodo Sawaki hat auch immer wieder geschrieben, dass man das Kalkulieren aufhören soll. Ich beobachte bei mir selber immer wieder, dass ich auch immer wieder kalkuliere. Hast du einen Tipp, wie man das Kalkulieren mehr loslassen kann? Also ich habe ja verschiedene Bücher vom Sawaki ins Deutsche übersetzt, und letztes Jahr kam auch eine englische Übersetzung raus, die ich zusammen mit dem Jeshi Reiho Harsh gemacht habe, einem amerikanischen Mönch, der in Nagasaki im Süden Japans wohnt. Ne? Und ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass ich da den Begriff kalkulieren verwendet hätte. Es kann schon sein, vielleicht in der englischen Übersetzung. Ne? Im Deutschen, also Sawaki spricht oft davon, dass wir uns ständig mit den anderen vergleichen. Und ständig geht es uns darum, wer ist jetzt der Bessere von uns beiden, wer gewinnt, wer verliert. Wir wollen immer die Gewinner sein. Ne? Und wir fühlen uns immer so, als hätten wir am Ende den Kürzeren gezogen. Und Sawaki sagt, das Leben, das du in diesem Moment lebst, lässt sich nicht vergleichen. Ne? Also bei dem Kalkulieren geht es vielleicht auch um dieses Kalkulieren. Bin ich jetzt ein Gewinner, bin ich ein Verlierer? Wie viele Punkte habe ich im Spiel gesammelt? Ich glaube, darum geht es. Ne? Und tatsächlich sagt Sawaki zum Beispiel Feuerpause. Ne? Feuerpause. Hör auf damit, mit diesem Vergleichen, ne? Oder ständigen Berechnen. Und der Fragesteller heute sagt, das habe ich verstanden, aber ich kalkuliere ständig und es will mir nicht gelingen, damit aufzuhören. Kannst du mir einen Tipp geben? Kannst du mir einen Tipp geben, wie man mit dem Kalkulieren aufhört? Ne? Und was ich da so zwischen den Zeilen durchhöre, ist etwas, was ich immer wieder bekomme von den Fragestellern. Kannst du mir bitte sagen, wie ich dieses Problem löse? Ich hätte gerne eine Bedienungsanleitung für Zazen. Aber die Bedienungsanleitung gibt es nicht, und dieses Bedürfnis, und das ist die Verbindung zum Beispiel zur Frage vom letzten Mal, die Gedanken auszuschalten. Ich muss doch beim Meditieren meine Gedanken ausschalten. Es geht doch darum, die Ruhe des Geistes zu finden. Das ist ja schon ein Gedanke, mit dem wir die Ruhe, die eigentlich von nichts gestört werden kann, stören. Und wenn du mich jetzt fragst, bitte verrat mir, wie ich aufhören kann mit dem Kalkulieren. Gibt es da vielleicht eine Abkürzung? Gibt es da irgendeinen Tipp? Gibt es da einen Tipp, mit dem du mich aus dem Kalkulieren befreien kannst? Da kalkulierst du ja schon wieder. Ne? Vielleicht, wenn ich dem Muho diese Frage stelle, vielleicht sagt er mir was Schlaues, und wenn ich es dann beim nächsten Mal so mache, wie der Muho gesagt hat, vielleicht kalkuliere ich dann weniger. Auch schon eine Kalkulation. Ne? Wie ihr vielleicht wisst, habe ich auch einen Twitter-Account. Ne? Allerdings zwitschere ich da hauptsächlich auf Japanisch.
ein Tweet, den ich vor ein paar Monaten mal losgelassen habe und der recht populär war bei den japanischen Lesern, und bei Twitter folgen mir, glaube ich, hauptsächlich Japaner, ne? Ist den ihr hier seht, ne? Also links jemand, der vielleicht meditiert, vielleicht Zazen macht, und rechts einer, der ebenfalls meditiert oder Zazen macht, ne? Und ich habe über diese beiden Bilder geschrieben, hier sieht man den Unterschied zwischen Meditation und Zazen. Was ist der Unterschied, ne? Auf dem einen Bild, da hat man eine Menge im Kopf, und auf dem anderen Bild ist nichts im Kopf. Manche Leute werden vielleicht jetzt sagen, ja, beim Meditieren, da versucht man sich auf das eine oder andere zu konzentrieren, oder man hat ein Mantra oder man zählt die Gedanken. Also das Meditieren, das ist eher so wie die linke Seite, ne? Und beim Zazen, da wird einfach nur gesessen. Da hat man keine Gedanken, denen man folgt, und man lässt alles los, ne? Aber in der Praxis werdet ihr feststellen, dass es auch beim Zazen so wie auf der linken Seite ist. Da kommen alle möglichen Dinge hoch, ne? Und die von euch, die jetzt denken, beim Zazen sollte es aber so sein, ne? Die werden dann sozusagen beim Meditieren, beim Zazen machen, ständig rumlaufen mit dem geistigen Radiergummi und versuchen, diese Gedanken, die da um einen kreisen, wie Fliegen oder Mücken im Sommer, ne, die alle auszuradieren, ne, um endlich dann nach 10, 15 Minuten einen ruhigen Geist zu finden. Und was ihr feststellen werdet, selbst wenn ihr nicht anfangt zu heulen, ne, durch das ganze Rumradieren habt ihr am Ende noch mehr Chaos in eurem Kopf, ne? Also was kann man tun? Heute geht es ums Kalkulieren, ne? Aber was kann ich tun, um weniger zu kalkulieren, ne? Eins, was ich euch sagen kann, ne, was ich immer wieder sage, ne, dann vergiss es erstmal. Akzeptiere die Tatsache, dass du viel kalkulierst, und wenn du wirklich verstanden hast, dass dieses Kalkulieren dich nicht weiterbringt, dass du eher mehr als weniger Leiden hast durch dieses ständige Kalkulieren, inklusive der Kalkulation, wie gelingt es mir jetzt, mich aus dem Leiden zu befreien. Wenn du das verstehst, ne, und dieses Verstehen nicht nur ein intellektuelles Verstehen ist, ich sollte jetzt mal aufhören zu kalkulieren, sondern dir das wirklich in Fleisch und Blut übergeht, dann wird es auch mal weniger, ne? Aber es gibt keinen Weg, wo du hier oben sozusagen in der Schaltzentrale so einen Plan machst, ne? Ab morgen werde ich weniger kalkulieren, und damit mir das auch gelingt, mache ich das und das und das. Ich folge jetzt der und der Methode. Solange du auf diese Weise kalkulierend versuchst, weniger zu kalkulieren, wird es dir nicht gelingen, ne? Genauso wie es einem nicht gelingt, mit Gewalt loszulassen. Ich muss jetzt loslassen, ich muss jetzt loslassen, ich muss jetzt loslassen. Nein, manchmal muss man auch vom Loslassen noch loslassen, ne? Okay, danke für diese Frage, die mir zwar nicht zum ersten Mal gestellt wurde, aber die wahrscheinlich auch von anderen Zuschauern geteilt wird. Eine Frage, die immer wieder auftaucht. Und danke natürlich fürs Zuschauen, und wenn es einige von euch vielleicht besser wissen, was man da machen kann, damit man weniger kalkuliert, dann verratet es uns bitte in der Kommentarspalte. Danke auch für die vielen klugen Kommentare. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die auch in der Kommentarspalte hinterlassen, aber wie immer meine Bitte, stellt euch selbst auch zunächst mal der Frage, ne? Man muss ja nicht gleich alles sofort den Muho fragen, sondern stell dich selbst deiner Frage, überleg dir auch, wie du
antworten würdest, ne? Und überleg dir, ob das wirklich eine wichtige Frage ist. Wobei die Fragen, über die ich heute und gestern gesprochen habe, glaube ich, durchaus auch wichtig sind. Ne? Okay, Dankeschön, wir sehen uns wieder. Tschüss.